Wir fliegen heute mit Qatar Airways von München nach Doha und unser Flieger, der wartet schon da hinten. Wir sind schon beim Boarding. Wir fliegen diesen Flug erstmal Economy und der Anschlussflug, den wir dann von Doha nach Islamabad haben, da werden wir dann Business fliegen. Da werde ich dann auch ein eigenes Video machen. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal zum Gate, weil wir boarden schon und ich werde dann nachher den Flieger noch ein bisschen zeigen und bin gespannt, wie der Flug wird. So, wir haben jetzt gerade geboardet. Es ist das Boarding noch im Gange. Das dauert jetzt noch ein bisschen was. Und ja, wir sitzen hier Reihe 33, also relativ weit hinten. Das heißt, wir sitzen hier etwas hinter dem Flügel im hinteren Bereich des Fliegers. Was ich aber sehr praktisch finde, weil dann hat man es nach dem Los nicht ganz so weit. Und wir haben hier, da wir zu zweit sind, den Fenster- und den Gangplatz gebucht und wir hoffen jetzt einfach, dass dieser Mittelsitz noch frei bleibt. Man hat da leider nicht immer Glück bei dieser Taktik, aber manchmal funktioniert sie und dann ist es eigentlich schon ganz cool, weil dann hat man einen zusätzlichen Platz hier frei und ist nicht so eingeengt in der Ökonomie. Also kleiner Tipp, falls ihr zu zweit seid, einfach versuchen und wenn das nicht funktioniert und doch jemand kommen sollte, dann muss man vielleicht einfach mit demjenigen tauschen, dass der am Gang sitzt und am Fenster. Dann kann man wieder zusammensitzen. So, wir haben hier die Sicherheitskarte des Fliegers und ich sehe, ich habe vorhin, glaube ich, Quatsch erzählt, es ist eine Boeing 787 und ich dachte 777, aber okay. Ich werde mir jetzt als nächstes auch noch das Sport Entertainment Programm anschauen. Ich glaube, da gibt es ein paar interessante Sachen. Man kann hier seine Sprache auf jeden Fall einstellen. Kamerablick hat man auf jeden Fall auch. Das ist schon mal ziemlich cool. Das heißt, man sieht dann beim Losfliegen, beim Start, ich hoffe, eine Frontkamera. Ich denke, das wird die Frontkamera sein, vermute ich jetzt mal, ja. Also haben wir wahrscheinlich einen netten Ausblick beim Start. Abwärts, Moment. Genau, das müsste die Kamera nach unten sein. So. Schaue ich jetzt mal, was es hier für Unterhaltung gibt aktuell. Also ziemlich viel. Filme, Fernsehen, Radio, Spiele. Ja, also man hat hier eine ziemlich große Auswahl. Alles sortiert nach Sprachen, nach Themen. Und ich glaube, man hat hier genug Unterhaltung über den ganzen Flug, dass es eigentlich nicht langweilig wird. Also ich habe gerade was ziemlich Cooles entdeckt und zwar hier kann man diese Klappe hier runterlassen und dann hat man eine Ablage für Getränke oder für Brillen. Oder fürs Handy. Also das finde ich mal eine sehr coole Idee. Es ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Zeig mal die Zukunft. Ja, und hier auch was sehr Interessantes. Hier kann man mit dem Handy zahlen, wenn man etwas kaufen möchte. Ich weiß noch nicht genau, was es zum Kaufen gibt. Ja. Wir haben gerade unser Essen bekommen und es riecht schon mal sehr, sehr lecker. Wir haben die Auswahl zwischen Beef mit Kartoffelbrei und einer vegetarischen Pasta. Ich habe mich jetzt hier für das Beef mit Kartoffelbrei und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist Rotkohl noch dabei. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, riecht auch sehr lecker. Und hier ist noch ein, ich vermute, Couscous-Salat. Dann haben wir hier noch einen leckeren Nachtisch und dann gibt es noch ein aufgewärmtes Brot dazu. Und
werden wir uns jetzt schmecken lassen. Wir hatten übrigens Glück. Es ist niemand hier in die Mitte dazugekommen. Wir haben jetzt beide das Beef genommen. Niemand hat die Pasta. Also das Hauptgericht ist jetzt auch gegessen. Es hat sehr gut geschmeckt. Es war einfach eine Frikadelle mit Pilzsoße, Kartoffelbrei und Rotkohl. Gut, wir kommen ja auch aus München, deswegen wahrscheinlich diese Essensauswahl, aber hat sehr gut geschmeckt, war sehr frisch, gut gewürzt und auch gut warm. Jetzt gibt es noch einen Nachtisch. Und zwar ist das hier. Ich denke, dass es eine Art Pudding ist. Ich weiß es noch nicht, ich werde es jetzt aber gleich erfahren. Essen erledigt. Jetzt haben wir noch gute, ich glaube 3,5 Stunden bis Doha. Und es wird jetzt auch so langsam Nacht draußen und wir werden jetzt versuchen, ein bisschen zu schlafen. Was ich auf jeden Fall ziemlich cool finde, ist diese Topfstütze. Die ist wirklich super bequem, weil man die ganz genau auf seinen Nacken anpassen kann und auch hier so seitlich Halt findet. Und das ist viel, viel angenehmer als in vielen anderen Ökonomie-Sitzen, muss ich sagen. So, wir befinden uns jetzt schon im Landeanflug und ich wollte jetzt einfach kurz vorher noch ganz kurz hier die Toiletten-Review machen. Und ja, also ich würde sagen, es ist jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches. Standard Bar in einem Flugzeug. Aber ich finde, es ist sehr sauber und es ist alles sehr modern eingerichtet. Ja, aber ansonsten glaube ich, ist jetzt hier mal nicht wirklich irgendwas sehr Außergewöhnliches. Da haben wir dann unseren Anschlussflug noch nach Islamabad. Wir sind jetzt in Katar, in Doha gelandet, nach ungefähr 5 Stunden Flug. Wir sind sogar ein bisschen früher als geplant da. Das heißt, unser Zwischenaufenthalt ist ein bisschen länger. Mal schauen, was wir jetzt so am Flughafen machen. Und jetzt warten wir noch darauf, dass die Türen aufgehen und dass wir aus dem Flugzeug raus dürfen. Unser Flug mit Qatar Airways von München nach Doha und es war ein sehr angenehmer Flug und wir haben jetzt auch noch gleich einen Anschlussflug und der ist in der Business Class und zwar von Doha nach Islamabad und da könnt ihr auch gerne reinschauen.